Hallo allerseits Hallo. und Dzień dobry. Willkommen bei Deka unterwegs. Hier sind wieder Detmar und Karin. Habt ihr schon mal etwas vom Muskauer Faltenbogen gehört? Vor etwa 350.000 Jahren bedeckte ein skandinavischer Gletscher den Norden Europas. An seiner Spitze schob sich eine Gletscherzunge mit einer Breite von etwa 20 Kilometern und einer Dicke von 500 Metern hervor. Diese Gletscherzunge formte den hufeisenförmigen Moränendamm des Muskauer Faltenbogens. Der enorme Druck des Gletschergewichts bewirkte, dass die sich darunter befindlichen Gesteinsschichten falteten und brachen. Dadurch wurden Flöze von Braunkohle, Keramikton und Quarzsand aus der Tiefe an die Oberfläche verschoben. Spätere Gletscher haben an vielen Stellen des Muskauer Faltenbogens diese Flöze freigelegt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden sie wirtschaftlich genutzt. Die flache Lage ermöglichte es, Gruben zu bauen, anfangs unter Tage, später auch im Tagebau. In den Grenzen der ehemaligen Grube Babina befindet sich ein UNESCO-Geopfad. Auf der polnischen Seite des Muskauer Faltenbogens kann man einen Blick auf Afrika werfen und wenn man möchte, sogar einmal drumherum laufen. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann kommt einfach mit. Auf geht's. Wir stehen hier auf diesem Parkplatz und überqueren jetzt die Neiße nach Polen, den Ort Regnica, das ehemalige Lubnitz. Der Parkplatz ist gebührenpflichtig. Wir zahlen hier zum Beispiel für 6 Stunden 4 Euro. Es gibt auch auf der polnischen Seite einen Wanderparkplatz, aber wir haben unser Auto hier abgestellt, weil wir auf dem Rückweg auf dem sogenannten Polenmarkt, der hier direkt an der Grenze ist, einkaufen möchten und nachher sicher keinen Parkplatz mehr finden würden. Hier sind die Parkgebühren. Und man zahlt hinterher, da braucht man sich nicht vorher entscheiden, wie lange man braucht. Das ist die Neiße, die Grenze zu Polen. Über die Brücke gehen wir jetzt drüber. Ja, und heute befinden sich die 2 Brandenburger in Sachsen. Und jetzt geht es hinüber nach Polen. Wo es Braunkohle und Quarzsand gibt, siedelte sich natürlich auch Glasindustrie an. Lausitzer Glaswaren sind bekannt und geachtet. Im nahegelegenen Ort Döbern kann man in dieser Glaspyramide Erzeugnisse der Lausitzer Glaskunst bewundern und kaufen. Im Außenbereich gibt es Kunstwerke aus Metall zu bewundern und natürlich ebenso aus Glas. Im Inneren erwartet einen ein schier unüberschaubares Sortiment an Glaswaren. Ein Artikel schöner als der andere. Da es sich aber um Handarbeit handelt, ist der Preis entsprechend. Doch zurück zu unserer Wanderung. Maskottchen des Geopfades ist das Mammut. Der eigentliche Startpunkt der Wanderung ist hier.
Ist auch alles super toll angelegt. Sehr viele Bänke und überall auch Müllbehälter. Man sieht hier schon, dass das von der UNESCO angelegt und gepflegt wird. Das Wasser ist wirklich so grün, wie es hier auf dem Video erscheint. Uengmica, da kommen wir her. Und hier wollen wir hin, zum Aussichtsturm. Die Quelle ist versiegt. Hier soll normalerweise Wasser sprudeln. Nix mit Quelle. Eine richtig tolle Hütte hier. Und hier ist Afrika. Wenn ihr das nicht glauben wollt, da steht's. Aufgrund seiner Form, die dem afrikanischen Kontinent ähnelt, wurde der See Afrika getauft. Er ist der größte anthropogene See im polnischen Teil des Muskauer Faltenbogens. Der See Afrika ist der ehemalige mit Wasser gefüllte Braunkohletagebau Babina C. Wir sind jetzt praktisch an der Südspitze Afrikas. Normalerweise ist er offensichtlich größer, wo wir hier stehen. Das ist aber auch Seeboden. Das Wasser ist unheimlich zurückgegangen. Baden kann man natürlich in dem See nicht. Das Wasser ist völlig übersäuert. Wer mit dem Hund hierher geht, sollte auch aufpassen, dass der nicht hier trinkt. Und wieder so ein toll angelegter Rastplatz. Alle paar hundert Meter. Wunderbar eingerichtet.
offenbar ein zugemauerter Schacht. In einem zum damaligen Zeitpunkt offenbar noch nicht zugemauerten Schacht kamen 2017 2 Touristen ums Leben. Sie wurden in 50 Meter Tiefe gefunden und starben wahrscheinlich an Sauerstoffmangel. Genau, hier steht's, abfallende Schächte. Der See hat eine maximale Länge von 880 Metern und eine maximale Breite von 420 Metern. Und das ist ja was für Detmar. Hier gibt es Schlangen. Kreuzotter, Schlingnatter, Ringelnatter und so weiter. Da ist der Aussichtsturm, da wollen wir auch noch rauf. Hier sieht man nochmal dieses Seengebiet in der Übersicht. ...120 Stufen führen auf die in 24 Meter Höhe gelegene Aussichtsterrasse. Na dann los! Hier sind wir jetzt. Da hinten ist die Hütte an der Südspitze. Solche außergewöhnlichen Erosionsformen schauen wir uns gleich mal an.
Das feinkörnige und staubförmige Material, das der Bergbau hier zurückgelassen hat, ist sehr anfällig gegen Erosion. Anfangs kleine Ströme von Niederschlagswasser bilden ein Netz dichter Rillen, die sich in immer tiefere, steile Täler verwandeln. An dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir das Video. Sollte auf dem Rückweg noch irgendetwas Interessantes kommen, zeigen wir es euch natürlich. Genau. Dieser Geopfad ist wirklich sehr schön angelegt. Eine absolute Empfehlung von uns. Ja, toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Dziękuję i do widzenia. Tschüss. Jetzt gebe ich an, aber ich kann nur 4 Worte Polnisch. Tschüss.